Hallo Freunde von Sibi Likes Trains, hier ist er wieder, euer Sibi. Ja, ein paar Tage nach dem vierten MOBA-Freunde-Treffen gibt es jetzt ein Video von mir. Es war ein super schönes Wochenende. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an das Orga-Team. Ihr habt wieder eine Bombenarbeit geleistet. Und vielen, vielen lieben Dank für die tollen Gespräche mit euch allen. Ich sage jetzt gar keine Namen, ich mache das mal völlig wertfrei. Es war ein super geiles Wochenende, es hat Spaß gemacht und ja, gerne zum fünften wieder dabei. Ja, worum geht es hier? Sibi geht auf den Strich. Das kommt nicht von ungefähr. Es sind Fahrbahnmarkierungen gemacht worden und alles natürlich ganz klar Deutscher Verkehrssicherheitsrat konform. Ich habe mir also tatsächlich hier mal so, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, viele ausgedruckt. Dann hat mir das mal ein bisschen angesehen und durchgelesen, wie die Markierungen sind, Autobahn 1:2, auf der Landstraße 1:1, die Länge, bla bla bla. Und das habe ich dann versucht, so ein bisschen rüberzubringen. Also ich habe es jetzt nicht auf Millimeter genau gemacht, das werdet ihr auch sehen. Aber ich bin ja hier nur innerorts unterwegs und von daher passt das auch dann mit den Linien. Hier kann man also Leitfaden, Fahrbahnmarkierung, hier steht wirklich alles drin, von Radien, bla bla bla, über Markierungen, wo was hier hinkommt. Es ist unfassbar, was es so alles gibt. Aber gut, ja, haben wir. Dann habe ich mir mal Gedanken zum Kreisverkehr gemacht. Habe mir da auch so ein paar Richtlinien Kreisverkehr ausgedruckt. Was gibt es da für Durchmesser innerorts, außerorts? Ja, wie soll so ein Kreisverkehr aussehen? Habe ich mir mal angeguckt, habe mir mal ein paar Maße rausgenommen. Auch schick. So, also, was wir jetzt sehen, ist das, was ich bis dato gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis später. So, jetzt seht ihr ja die Straße. Ich habe jetzt hier mal drüber gemalt, was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich habe das bei meiner ersten Anlage so gemacht und mache es auch bei der Anlage so. Ich habe das mit dem Pinsel vorgestrichen und mit dem Pinsel hat man halt einfach immer das Gefühl, man hat so Längsstriche, weil man das hier, ne, oder Querstriche, je nachdem wie man malt. Dann malt man so im Groben seinen Abstand von der Straße, seine Breite von der Straße und dann ist das aber so fleckig komisch. Im letzten Update haben viele gesagt, verschiedene Asphalthelligkeiten, Dunkelheiten gibt es. Aber ich bin derjenige, ich bin der Meinung, man sollte danach immer noch mal mit so einer Filzrolle drüber gehen. Kein Stoff, ich nehme Filz. Warum? Es gibt der Straße noch mal so ein bisschen eher eine Straßenstruktur, ist meine Meinung. Ich gehe dabei immer hin, mache den Pinsel feucht, drücke den ab. Hoppala. Och, Junge, zerstört er seine Eisenbahn. Mache den auch immer wieder trocken und ziehe das. Im Prinzip gehe ich die Straße einfach nach. Hin und her. Das sind im ersten Moment, denkt man, oh Scheiße, das sind ja Bläschen, das sieht ja scheiße aus. Ja, das ist richtig, aber die gehen wieder weg. Die Bläschen gehen wieder weg. Und dann drücke ich da auch etwas stärker drauf und gehe auch mit der Rolle die Straße nach. So habe ich eine der Oberfläche, sage ich jetzt einfach mal ganz klar. Ja? Gehe einfach der Straße nach. Den Streifen in der Mitte nachher, den kann ich mir nachher wieder ausmessen. Ich gehe nachher hin und mache die weißen Streifen außen, dann habe ich meine Straßenbreite und dementsprechend kann ich dann nachher auch meine Mittelstreifen legen. Hier zum Beispiel dann auch dieses Mittelstück, das lasse ich mir noch mal einfallen. Vielleicht gehe ich auch gar nicht mehr so hoch damit, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber was ich mache ist, ich ziehe diese Rolle einfach immer mal öfters hin und her. Und dadurch erreiche ich, so meine ich, eine durchgehende Straßenstruktur. Ja, und dann gehe ich wieder hin, mache den wieder ein bisschen feucht, lasse den ab drauf und ziehe dann auch wieder. Und so kann ich dann auch hingehen und kann dann schon mal 1, 2 Schichten mehr drauflegen. Auch hier nochmal ein bisschen rüber, die Straßenstruktur. So, und dann lasse ich da trocknen und ihr werdet sehen, es ist jetzt relativ dunkel und auch relativ fleckig, aber es wird durchgehend hell, also heller und dann hat die Straße halt den gleichen Effekt wie bei mir
hier an der alten Stadt. So, die müsste ich vielleicht mal sauber machen, hier ist ein bisschen Staub drauf, aber wird schon. So, ihr wisst ja, ich benutze ein Kurvenlineal. Beim Kurvenlineal ist es bei einem wie einem normalen Lineal darauf zu achten, welche Seite ihr nehmt. Ihr habt einmal eine anliegende Seite, die direkt unten anliegt, und einmal so eine Kante, die ein bisschen vom Boden weg ist. Das ist besser aus folgendem Grund: Wenn ihr markiert und zieht das Ding so weg, habt ihr Scheiße am Bein. So, wer will schon Scheiße am Bein haben? Ich nicht. Jetzt bin ich hier am Überlegen, was mache ich? Ich habe hier einmal, wie ich das mit den alten Strichen gemacht habe, was mir im Prinzip sehr, sehr gut gefällt. Ist ein breiter Strich außen, das wird der 4000er werden hier, der Edding 4000. Zeige ich euch nur kurz. Das legt ihr auf, da könnt ihr malen, dann habt ihr wirklich einen super schönen, sauberen Strich. Ja, könnt ihr dann nochmal nachmalen, wenn ihr wollt. Also der ist mein Stift für die Außenlinien. Dann habe ich hier einen 8055er. Auch den muss man pumpen. Der hat wieder eine Filzspitze, keine Eisenspitze. Und dadurch sind halt einfach auch die Striche etwas breiter. Was mir persönlich besser gefällt, aus einem ganz bestimmten Grund, ihr seht hier den Unterschied. Ja, kann man das sehen? Ja, kann man wunderbar sehen. So. Der Unterschied ist halt einfach, die sind ungefähr, wenn ich das messe, 1 mm breit. 1 mm umgerechnet 16 cm. Und so ein Ding, glaube ich hier, wenn ich jetzt mal nach meinen Listen gucke, ich glaube, die haben 15, 16, 17 cm. Das wäre ja schon 1:1. Also das wäre ja perfekt. So, und dann bin ich hingegangen und habe mir dann nicht in der Bucht, sondern bei einem anderen großen Händler, den wir, glaube ich, alle kennen. Hier braucht man nicht schütteln. Das ist so ein White China Xing Shang Chong Marison. So, der hat auch wieder so eine Filzlinie. Auch wieder schön zu malen. Der ist dann auch wieder etwas dicker. Der wiederum, finde ich, macht einen schöneren Strich wie der ganz dicke 4000er. Der macht einen satteren Strich und der ist nicht ganz so breit. Der hat eine Breite von, ich glaube, 1 mm, habe ich gelesen. Ja, 1 mm. Und der 4000er hat, glaube ich, 1,5 bis 2 bis 4 mm. Ich glaube, meine Wahl wird sehr wahrscheinlich auf den hier fallen. Und dann habe ich noch hier auch bei diesem Online-Händler Rundspitze 1 mm und Rundspitze 0,7 mm. 1 mm wäre ja dann wieder genau 16 cm Breite. Und da gucke ich jetzt mal, was der kann. Das Problem bei diesen Stiften ist immer wieder das gleiche. Die müssen gepumpt werden. Und dann drücke ich auf die 1 mm Spitze. Und dann ist schon wieder Schicht im Schacht. Aha. So, und da wollen wir nochmal gucken, was die zu einer gestrichelten Linie sagen. Also das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu breit. Das ist die 1 mm Spitze. Das ist die 0,7er. Also bis jetzt ist gestrichelt der mein Favorit hier, die 780er. Oh, ich glaub, der kann auch gut. Den male ich mal daneben. Mann, ist der geil. Ich fahre euch mal ein bisschen näher ran. Hoppala, näher ran. So, also das sind meine Striche. Das ist der hier.
der weiße, das wird der auf jeden Fall sein. Die Mittellinien, da können wir jetzt drüber streiten. Das ist so, das ist der Edding und das ist der schwarze hier. Der macht ein satteres Weiß. Die sind halt besser. Mir gefallen die besser. So, ihr seht, die ersten Linien sind gemalt. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Gestrichelte Linie muss ja sein. So, und da geht das jetzt hier schön der Straßenführung nach. Mir gefällt das schon richtig gut. Bis da bin ich jetzt schon. Jetzt mache ich da oben die Kurve. Aber dafür gehe ich jetzt erstmal schön ins Loch. Ich mache mal ein bisschen näher. Dann kann man dann auch besser gucken. Also, wie gesagt, ich habe das ja beim letzten Video schon gesagt. Und das ist bei einer sehr guten Freundin sehr gut aufgestoßen, sehr gut angekommen. Ne? Hexe, gerade Kurven. Weißt du Bescheid? Ich mal hier gerade Kurven. Ja, das ist alles sehr eng. Ich weiß nicht nur. Das gefällt dem Papa. Das gefällt dem Papa sehr gut. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich jetzt hier mit beiden Seiten male. Haha, geil. So, Freunde von Sibi Likes Trains, jetzt haben wir ja schon mal wieder was weiter gemacht. Ne? Und ihr seht, der Feuerwehreinsatz ist auch aufgestellt. Ne? Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Mir gefällt das so ganz gut. Dann habe ich hier hinten noch mit der Burg angefangen. Ich denke, das ist auch ganz gut getroffen. Ich habe hinter der Burg nochmal den Baum versteckt, um diesen Übergang zu kaschieren. Das ist mir, glaube ich, auch recht gut gelungen. Also mir gefällt es gut, man sieht es nicht mehr. Und wenn du nicht weißt, dass das da so ist, dann fällt das auch ja nicht so auf. So, erste Lage Dreck ist gelegt, geschmissen. Und da so mal grob vorgezeichnet der Weg zur Burg hin. Ein bisschen weg, dann kann man das, glaube ich, auch besser sehen. Hintergrund der ganzen Sache ist, ich habe da auf der rechten Seite schon mal die Brücke. Da kommt noch die Leitplanke hin. Da kommt ein Fahrradweg und Fußgängerweg drüber. Und deswegen ist das auch in diesem Grau gestrichen. Aber ansonsten, ja, sieht das so aus, wie es aussieht. Ja, und wenn das Haus brennt, was dann so aussieht, ja, jetzt noch ohne Dampf, steht dann da der Feuerwehr parat. Also da funktioniert auch alles. Da kommt jetzt noch ein Tatütata auf Knopfdruck hin. Und dann, denke ich mal, sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, ich will das jetzt nicht zu lange anmachen, weil der Verdampfer noch schon angeschlossen ist, aber noch kein Öl drin hat. Deswegen geht das brennende Haus jetzt aus. Ja, und ansonsten hat sich hier noch nicht allzu viel getan. So, Freunde von Sibi Likes Trains, die ersten Lampen sind gesetzt. Ich fahre mal näher dran. So, die Lampen sind schon mal gesetzt. Ihr seht, die Kabel hängen noch da unten raus. Die ersten 3 stehen. Und die nächsten 3 sind schon gesetzt. Die habe ich in Leim gesetzt und dann halt eben mit diesen schönen Klemmerchen da, so dass sie gerade stehen, über der Straße stehen, dass sie auch ausleuchten. Und ich denke, so kann man das mal lassen. Ja, so sieht es jetzt aus. Also ich hatte zuerst mehr Lampen stehen und da haben die Jungs gesagt, die sind zu viel. Dann habe ich mir dann gedacht, okay, da wo die Bäumchen stehen,
Die 2 kleinen, da standen halt eben noch Lampen und das, ja, das war wie so eine Festbeleuchtung und das passt nicht. So, was habe ich gemacht? Habe die 3 rausgenommen und ja, jetzt werde ich mal gucken. Jetzt zeigen wir mal, wartet mal Leute. Klick, klack. So sieht es aus, wenn es beleuchtet ist. Ich mache mal Licht aus. Also ich finde, es ist hell genug. Die Straße ist top beleuchtet. Und ja, mir gefällt das richtig gut. Das andere war zu hell, das war zu viel. Aber das hier ist super beleuchtet für eine ja, Außerortsstraße, finde ich das schon perfekt. Die Bäume kommen auch ganz gut. Und von daher gefällt mir das richtig, richtig gut. So, dann nochmal vielen lieben Dank, Heiko und Holger. Das war sehr gut. So, ich mache jetzt wieder aus und da geht wieder. Achso, was ich noch gemacht habe ist, kann ich euch noch zeigen, wenn die Kamera hier mitspielt. So, ich habe jetzt hinten links und rechts von der Burg noch Sand gestreut. Dann kann das jetzt nochmal trocknen. Andere Richtung. Halt Erde. Und dann kann das jetzt trocknen und dann werde ich das absaugen. Und dann kann man da Büsche machen, Bäume machen. Und ja, wie gesagt, ihr wisst, wie es aussieht. Und so ist es im Moment hier bei mir im Bahnhof. Es fehlen dann noch jede Menge Peoples und ein paar Eutöchen. Das ist ganz klar. Hier stehen zwar schon mal 2 da hinten. Aber so gefällt mir das schon mal ganz gut. Ja, Freunde von CB Likes Trains. Das war jetzt wieder das nächste kleine Update. Der nächste Schritt, der bei mir jetzt hier erfolgt ist, ja, CB geht auf den Strich. Ich denke, jeder hat es jetzt verstanden. Ja, wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal weiterbauen und euch halt einfach hier und da mitnehmen, wie es bei mir weitergeht. Ich kann das, glaube ich, gerne mehr wirklich richtig sagen, da ihr das nächste jetzt Bäume setzt oder wie auch immer. Wenn ich hier unten bin und hier unten reinkomme, dann trifft mich immer der Schlag und dann fange ich irgendwas an zu basteln. Und das will ich euch dann halt einfach zeigen. Und dann kriegt ihr auch mit, wie weit ich bin. Ja, ich sage erstmal vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet bei meinem Projekt hier. Auch natürlich nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle meine treuen Abonnenten und an die, die neu dazugekommen sind und auch an die, die dazukommen werden vielleicht, weil abonnieren kostet nichts, das kennt ihr. Und ich freue mich halt einfach immer mal über einen Daumen hoch, das ist immer eine tolle Sache und natürlich einen super schönen Kommentar von euch. Wenn ihr natürlich nicht verpassen wollt, wenn das nächste Video kommt, dann müsst ihr einfach die Bimmel anmachen, dann werdet ihr auch informiert, wenn es wieder was Neues gibt. Und ja, dann könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich sage euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei CB Likes Trains. Macht's gut, euer CB. Bleibt gesund. Ciao, ciao.